Ja. Das ist Vincent. Vincent ist hier der Bürgermeister, hat er gesagt, von diesem Platz. Und Vincent informiert hier alle über das, was hier auf dem Platz vorgeht, was man machen muss, was man besser lassen soll. Vincent ist ein guter Mensch, ein Aber netter Holländer. nicht nur hier am Platz, auch hier in der Gegend. Das war Vincent, von dem werden wir später noch mehr hören. Aber der Reihe nach. Wir sind auf dem Camperpark Dunasima. Und diesen Camperpark, den möchte ich heute in meinem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Dieser Platz hat erst seit einigen Wochen geöffnet. Er ist auch noch nicht komplett fertig, der Untergrund noch nicht fertig. Es staubt hier, wie man sieht, auch noch ganz ordentlich. Aber gut, hier haben wir aber jedenfalls einen freien Platz gefunden. Wir haben den 27. November und immer noch angenehme Temperaturen. In den Nachmittagsstunden steigt das Thermometer auf bis zu 24 Grad. Hat geklappt. Wunderbar. Ja. Die Sonne scheint und das ist wichtig. Danke, ja. Zur Orientierung ein Blick auf die Karte. Wo sind wir? Wir sind südlich von Alicante, zwischen La Marina und Guademar. Dort liegt dieser kleine Ort, der heißt San Fulgencio. Jetzt nochmal ein Hinweis zur Zufahrt. Und zwar biegt man von der N332 ab, fährt dann bis zum nächsten Kreisel. Dort biegt man wieder rechts ab, genau gegenüberliegend von dem Lidl-Supermarkt. Das ist hier jetzt der geschotterte Weg. Man muss ganz durchfahren und kommt dann automatisch zur Einfahrt vom Stellplatz. Man kann ohne weiteres hier auch mit Anhänger reinfahren. Man hat ausreichend Platz zum Rangieren oder auch zum Wenden. Hier auf der Drohnenaufnahme sehen wir dann rechts die Zufahrt. Im linken Bereich sehen wir dann die N332 und ganz oben sehen wir dann den Kreisverkehr, wo wir hergekommen sind. So sieht das Ganze aus der Nähe aus. Wir haben jetzt einen Blick auf das Gewerbegebiet. Dort gibt es Discounter, Supermärkte, Restaurants, Tankstellen und so weiter. Und man kann morgens zum Discounter gehen und sein Baguette holen oder seine Brötchen, wenn man möchte. Wir haben uns eingerichtet und uns entschlossen, hier mindestens eine Woche zu bleiben. Die Plätze haben hier eine Größe von etwa 8 x 8 Meter. Das ist für die längeren Fahrzeuge nicht so ideal. Es gibt hier aber einige Plätze, da können auch längere Fahrzeuge stehen. Der Platz ist noch nicht komplett fertig, wurde aber schon eröffnet, weil die Nachfrage so groß ist. Viele haben gesagt, es ist egal, ich stelle mich hier hin, Hauptsache ich bekomme meinen Platz. Es gibt hier auf dem Stellplatz einen Camper, einen niederländischen Camper, den nennt man hier auch Bürgermeister. Er heißt Vincent und er kann uns einiges hier über den Platz sagen. Ich habe hier auf diesem Stellplatz Vincent kennengelernt. Vincent ist ein Niederländer, der hier auf dem Stellplatz mit seinem Wohnmobil steht und der kennt sich hier aus und den befragen wir jetzt mal. Hallo Vincent. Schönen guten Mittag. Hallo Vincent, wo sind wir hier? Wir sind in San Fulgencio auf dem Stellplatz Dunasima. Ja. Und ja, wie Sie sehen, haben wir viele Plätze frei. Ja. Wie viele Plätze habt ihr insgesamt? Wir haben insgesamt auf diesem Moment 50 Plätze. Ja. Aber im Notgefall können wir hier an der Nebenseite noch weniger dazufügen. Ja, okay. Und wie lang dürfen die Wohnmobile sein, die hier kommen? Eigentlich bis 12 Meter. Ja. Das ist das Maximum. Ja, okay. Also ihr habt Plätze, wo auch große Wohnmobile stehen können? Ja. Ja. Okay. Der Platz ist neu eröffnet. Wie lange gibt es den? Seit 1. November ist es offiziell geöffnet. Ja. Ja. Und der Platz hat ganzjährig geöffnet? Nee, wir sind geöffnet von 1. September bis Ende Mai. Ah ja, So, okay. Juni, Juli, August sind wir geschlossen. Okay. Der Platz, der liegt nicht direkt am Meer, er ist ein bisschen entfernt vom Meer. Ja, also ungefähr 600 Meter. 600 Meter? Ja, mit okay. Fahrrad kann man das in wenigen Minuten erreichen. Ja, okay.
Das hat man vielleicht schon bei den Drohnenaufnahmen gesehen. Der Platz liegt direkt an der N332. Also in einem Bereich oder an diesem Bereich hier hört man natürlich den Straßenverkehr. In der Nacht ist es relativ ruhig und dort, wo wir hier stehen, dort hört man also wenig oder gar nichts von der Straße. Auf dem Platz dürfen auch Wohnwagen stehen und auch Hunde sind hier erlaubt. Die Plätze haben zurzeit ein Maß von 8 x 8 Meter. Das ist für normale Fahrzeuge okay, aber für längere etwas schwierig. Deshalb soll das nochmal geändert werden. Auf dem Platz gibt es auch ein Sanitärgebäude. Hier gibt es Toiletten, Duschen und Waschmöglichkeiten. Es ist einfach, aber sauber und ordentlich. Des Weiteren gibt es hier Abwaschmöglichkeiten und Waschmaschine und Trockner sind auch vorhanden. Jetzt hören wir mal weiter rein, was Vincent noch zu berichten hat. Jetzt ist immer die große Frage, habt ihr noch freie Plätze oder geht gar nichts mehr im Winter? Ja, im kommenden Monat, im Dezember, sind noch wenige Plätze verfügbar. Ja, So, okay. man soll am besten vorher anrufen, wenn die etwas reservieren wollen, einen Platz. Und ja, aber es wechselt auch jeden Tag. Ja. Da sind viele Leute, die kommen für 1, 2 Tage und dann haben die es so gemütlich hier mit alles, was wir organisieren, Ja. dass die sagen, ey, wir wollen lange stehen bleiben. Ja, okay, ist ja gut. Ja, okay. Ja, dann bietet ihr hier so einiges an Unterhaltung an. Ja, es gibt stimmt. zum Beispiel ein Bingo. Ja, wir haben jeden Dienstagmittag haben wir Bingo organisieren wir hier. Ja, Montags dann kommt manchmal die Frisur. Friseur, ja. Friseur, ja. Ja, genau. Und einmal pro Woche kann man hier auch den Blutdruck messen. Ja, Ja, und zum Beispiel mit dem Weihnachten gibt es eine Weihnachten-Barbecue. oh, Und das gibt auch ein großes Endejahrsfest. ja, schön. Ja. Also Silvester feiert ihr hier auch groß. Ja, Das stimmt. findet hier auf dem Platz statt. Ja, ja, Ihr habt, das zeige ich auch nochmal, ihr habt ja auch Räumlichkeiten, man kann halt hier auch reinsetzen sich und Stimmt, stimmt. Steht den Campern zur Verfügung hier. ja, ja, stimmt, weil die Abende werden kürzer und Ja, kälter. ja. Und dann gibt es die Gelegenheit, um ja, drinnen zu sitzen. Ja, Oder ein Buch zu lesen, ein Kartenspiel zu spielen, doppeln Ja. und so weiter. Und da gibt auch ein offenes Herd, oder wie heißt das auch wieder auf Deutsch? Kamin. Ja, ja, stimmt. Genau, ja, okay. Okay, ja, ja, das hört sich ja alles gut an. Mhm. Und ihr habt auch vor, hier noch ein bisschen zu erweitern, oder? Ja, Ja. ja, im nächsten Saison, weil wir im Juli, August geschlossen sind, Ja, da haben wir die Zeit hier, das neue geteilte Ja. Form zu geben. ja, okay. So, dann kommen wieder da ungefähr 25 Plätze dabei. Ja, okay. Ja. Der Platz kostet jetzt aktuell, Aktuell ist es 14 Euro pro Nacht, ja, exklusiv Strom. ja, Ja, und man zahlt hier pro Kilowattstunde, was man braucht. ja, Ja. das ist ja auch gut, das ist auch fair. Ja. Und wenn man länger bleibt, gibt es Rabatte. Stimmt, stimmt. Dann die ersten 14 Tage sind 14 Euro. Ja, Danach ist es 13 Euro. ja, Nach 30 Tagen ist es 11 Euro. oh, ja, okay. So, das wird ganz Langsam weniger. Ja, Ja. langsam weniger. Ja, stimmt. Wunderbar. Vincent, ich danke dir für deine Ausführung. Okay. Wünsche dir alles Gute hier auf dem Platz und ich denke, irgendwo sehen wir uns mal wieder. Ja, okay, danke vielmals. Danke. Und ja, genieß noch mal vom Platz hier. Ja, machen wir. Danke. Okay. Jetzt Informationen zur Umgebung. Wir sehen hier den Weg, der runterführt zum Kreisverkehr. Das ist also die Zufahrt. Und genau gegenüber vom Kreisverkehr sehen wir dann die Discounter, Supermärkte, sind alle dort. Dort kann man gut einkaufen, sind circa 400 bis 500 Meter vom Stellplatz entfernt. Das gesamte Gebiet ist ja eine Art
Gewerbegebiet mit breiten Straßen. Also wer mit seinem Wohnmobil dorthin fahren will, kann dort auch parken, um dann vielleicht einkaufen zu gehen. Eine preiswerte Tankstelle findet man dort auch. Dann gibt es dort noch einen Waschsalon. Also wer jetzt irgendwie große Mengen an Wäsche hat, der kann hier diesen Waschsalon nutzen. Verschiedene Restaurants gibt es hier. Alles ist fußläufig vom Stellplatz aus zu erreichen. Jetzt sehen wir eine Unterführung. Sie geht unter der 332 entlang und man kommt von hier aus zum Meer. Die Stadt Guademar ist nicht weit entfernt vom Stellplatz, einige Kilometer. Es gibt dorthin einen geschotterten Fahrradweg, den kann man gut nutzen, um dann sich die Stadt Guademar anzuschauen. Die Stadt Guademar hat ca. 16.000 Einwohner, eine kleine Stadt. Hier gibt es natürlich viele Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Restaurants und es gibt auch eine schöne Promenade mit einem Strand. Wir kennen das alles, wir waren vor Jahren oder schon mehrfach hier, deshalb sind wir jetzt nicht nochmal wieder ans Meer gefahren hier. Es gibt hier teilweise schöne Fahrradwege, sie sind nicht direkt am Meer oder führen nicht direkt am Meer entlang, aber man hat immer mal wieder einen Blick aufs Meer. Man kann auch in andere Richtung fahren, das heißt in Richtung La Marina. Dort gibt es ja diese kleine Urbanisation La Marina und auch diesen großen Campingplatz La Marina International oder Resort Camping. Ich weiß es nicht ganz genau, wie der heißt. Wir kommen jetzt daran vorbei und wollen aber Richtung Strand fahren hier. An dieser Straße zum Strand gibt es auch Bars und Restaurants, sind etwa 2 bis 3 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Wir haben heute einen Tag, wo es nicht so warm ist. Wir haben Temperaturen von 16, 17 Grad. Dann ist der Strand meistens menschenleer. Zurück zum Stellplatz. Auch auf diesem Platz nutzen wir wieder unsere eigene Energie mit unseren Solarfeldern. Entscheidend dabei ist das aufgestellte Solarfeld, was ich der Sonne nach ausrichten kann. Das hilft um diese Jahreszeit extrem und bringt mir ausreichend Energie in die Batterien. Die beiden aufgestellten Platten haben 240 WP. Auf dem Dach habe ich dann nochmal 570 WP. Batterien sind 2 Lithium-Batterien A200, also 400 Ampere-Stunden. Kühlschrank läuft bei uns auf Gas, deshalb brauche ich alle 10 Tage, manchmal wären es auch 12, eine neue Flasche. Bekommt man hier auf dem Platz, kostet hier auf diesem Platz 15 Euro. An der Tankstelle ist es etwas preiswerter, zwischen 13 und 14 Euro. Wenn meine spanische Flasche leer ist, dann nutze ich übergangsweise das Gas aus dem Gastank, LPG-Gas. Und dann tausche ich die Flasche und kann wieder mit der Flasche arbeiten. LPG-Gas kostet zurzeit hier in Spanien ca. 1 Euro. Somit ist die Flasche, wenn ich sie tausche, preiswerter, als wenn ich LPG-Gas tanke. Der Stellplatz hat noch einen separaten Ein- und Ausgang. Den kann man öffnen mit einem Chip. Den bekommt man, wenn man sich anmeldet. Am Samstag ist Wochenmarkt bzw. Straßenmarkt in San Fulgencio. Das ist nicht sehr weit entfernt vom Stellplatz, also vielleicht 1 Kilometer. Ein sehr großer Straßenmarkt. Dort wird Kleidung angeboten, dort wird Gemüse angeboten, dort wird Küchenutensilien werden dort angeboten und. Ist mal ganz interessant, dort rüber zu gehen. Und vielleicht das eine oder andere auch zu kaufen. Kleidung ist sehr preiswert. Ob die Qualität nun gut ist, das weiß ich nicht. Aber auch das Gemüse ist preiswert. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier auf diesem Markt zu kaufen. Das duftet aber. Nach einer Woche ging es für uns dann weiter. Ich sage danke dem Vincent, dem Niederländer. Er hat Drohnenaufnahmen gemacht und mir zur Verfügung gestellt. Und so habe ich Aufnahmen von unserem Wohnmobil von oben und kann zeigen, wie wir hier den Platz verlassen. Danke.
Der Stellplatz ist inzwischen sehr gut besucht. Also ohne dass ich jetzt ein Video hier schon veröffentlicht habe, war der Platz schon voll. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir viele Neuzulassungen bei Wohnmobile haben und der Bedarf an Stellplätzen ist groß. Es entstehen zurzeit auch viele neue Plätze in Spanien. Ich werde immer wieder darüber berichten. Wir werden auf unserer weiteren Reise immer mal wieder neue Plätze anfahren und ich werde sie dann in meinen Videos zeigen. Ich entsorge jetzt. Rita geht in die Rezeption, um zu bezahlen. Dort trifft man auf zwei nette Damen. Sie sind sehr freundlich, sprechen auch Englisch. Also kein Problem, wenn man dort sich verständigen möchte. Okay. Okay. Bis dann. Okay, Ciao. gracias. Du machst jetzt noch einen Abschluss. Ciao. Gracias. Ciao. Für uns geht es jetzt weiter und zwar fahren wir jetzt zum Area Camper Mazarrón. Dort haben wir reserviert. Dort werden wir bleiben bis zum 7. Januar. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.